Geht's denn als nächstes hin? Kanada. Okay, wie kam es dazu, zu diesem Entschluss? Spontaner Entschluss. Hallo und herzlich willkommen in Kanada! Bei den Angsthasen auf Weltreise. Wir sind von Mexico City nach Montreal geflogen. Richtig, der Flug hat ungefähr 5 Stunden gedauert, war sehr angenehm, zwischendurch gab es was Leckeres zu essen und wir haben einen Übernachtflug genommen, sodass wir dann morgens früh zur perfekten Uhrzeit angekommen sind. In Montreal haben wir uns so ein 3-Tages-Ticket geholt, mit dem wir dann die Stadt erkunden konnten. Wir haben also den Bus und die Metro benutzt, das war super einfach, weil das Metrosystem in Montreal leicht zu verstehen ist und super viele U-Bahnen fahren, alle 3 bis 4 Minuten oder so. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben uns ein bisschen eingedeckt mit Winterklamotten, also haben den einen oder anderen Pulli noch gekauft und dann sind wir auf die Ile de Notre Dame gefahren, so ein kleiner Wunsch von mir gewesen. Da haben wir uns den Circuit Gilles Villeneuve angeguckt, also die Formel 1 Rennstrecke. Wir sind die ganze Strecke entlang gegangen und von der Strecke aus hatte man einen wunderschönen Blick über den Fluss nach Montreal. Also es war wirklich sehr, sehr schön, vor allen Dingen mit den tollen Herbstfarben, die im Moment zu sehen sind. Am Wasser, da gibt es ein sehr schönes Riesenrad, was beleuchtet ist bei Nacht. Die Hafenregion, auch die Brücken haben Lichtspiele auf sich. Generell die Altstadt, die lädt zum Verweilen ein. Zum Verweilen. In der Altstadt gibt es sehr schöne kleine Geschäfte und Cafés. Man kann da ganz schön umherbummeln. Aus Montreal heraus haben wir uns dann am Flughafen einen Mietwagen genommen und haben jetzt unseren Roadtrip gestartet. Wir holen jetzt unseren Mietwagen ab und deswegen sind wir heute zurück an den Flughafen gekommen und auf geht's. Als wir unseren Mietwagen abholen wollten, wurde uns ein falsches Auto angeboten, auch ein teurerer Preis und das hat einige Stunden gedauert. Dafür sind wir jetzt zufrieden. Wir haben ein kleines Upgrade bekommen. Der Preis ist leider immer noch ein bisschen höher als geplant, aber wir hoffen, das einfach im Nachhinein mit unserem Vermieter dann per E-Mail-Verkehr klären zu können. Denn es muss ja weitergehen. The show must go on. Unterwegs haben wir Magog besucht. Auch sehr schön. Da sind wir dann abends im Dunkeln noch am See entlang gegangen. Ein sehr schönes Örtchen. Abendessen ist fertig. Als allererstes ging es zu einem Nationalpark, der zwischen Montreal und Quebec liegt. Da haben wir uns die Natur ein bisschen angesehen. Der Parc National Frontenac ist 155,3 Quadratkilometer groß und liegt im Südosten der Provinz Quebec. Dort gibt es viele schöne Trails, auf denen man wandern kann und dort liegt ein sehr schöner großer See und im Sommer kann man da auch toll Kanu fahren. Im Supermarkt haben wir jetzt herausgefunden, dass Walmart tatsächlich am günstigsten ist. Die Preise hier sind sehr lassen teuer. Einen Schnappatmen. Also 200 Gramm Käse kosten 8 oder 10 Euro. Das ist schon ziemlich teuer im Vergleich zu Deutschland. Ja, was jedoch gut ist, Obst und Gemüse ist sehr günstig. Und das heißt, wir ernähren uns ein bisschen gesünder. Weniger gesünder. Quebec haben wir uns angeschaut, vor allem die Altstadt, also Old Quebec, ist sehr mittelalterlich gehalten. Es gibt so ein paar kleine Stadtmauern. Obendrauf so ein großes Schloss, was heute, glaube ich, ein Hotel ist. Und mit einem wunderschönen Blick auf den St. Lawrence-Strom. Old Quebec City kann man cool zu Fuß oder mit dem Sightseeing-Bus besichtigen. Es gibt viele schöne Einkaufssträßchen. Ja, besonders schön war es irgendwie, dass überall Straßenmusiker ihre Musik dargeboten haben. Überall waren so kleine Parks mit Halloween-Deko. Als letztes Highlight in Quebec haben wir uns noch die Montmorency Falls angesehen. Das ist ein großer Wasserfall, der ist direkt 3-4 Kilometer neben Quebec. Wir sind unterhalb des Wasserfalls entlang einer alten Bahnstrecke an ihn hinangetreten und hatten auf unserem Weg dorthin sogar noch einen kleinen, weiteren, jedoch versteckten Wasserfall entdeckt, an dem man ganz nah herantreten konnte.
Wer schon mal da ist, der sollte sich den auf jeden Fall ansehen. Der war sehr beeindruckend. Den Montmorency-Wasserfall könnt ihr euch auf verschiedene Arten und Weisen anschauen. Wer ein bisschen Geld sparen möchte, der kann sich einfach unterhalb des Wasserfalls positionieren und versuchen, ihn aus der Ferne zu erblicken. Anders könnt ihr natürlich hochfahren und Eintritt bezahlen. Dann könnt ihr mit der Zipline über den Wasserfall hinwegschweben oder aber über die Holztreppen wandern, über die Hängebrücke und den Wasserfall vom Nahen erkunden. Abends haben wir dann Poutine gegessen. Das ist ein typisches kanadisches Essen, ganz spektakulär. Pommes mit Bratensoße und Käsestücken. Ja, zum Schluss noch ein, zwei Tipps. Warum nicht mal nach Kanada reisen beim Indian Summer? Also der Herbst ist wunderschön in Kanada. Die Bäume, die verfärben sich in ganz vielen verschiedenen Rottönen. Und das ist auf jeden Fall auch einer der großen Gründe, warum wir jetzt hier sind. Ja, und wie ihr seht, uns ist gar nicht kalt. Nö. Aber vielleicht haben wir auch Glück mit dem Wetter. Tipp 2, die Nationalparks in Kanada, gerade für diejenigen unter euch, die viel in der Natur unterwegs sein wollen, die kosten Eintritt, aber man kann sich so eine Saisonkarte holen, die kostet dann einmalig, glaube ich, pro Person 80 € und damit kann man dann aber in alle Parks in Quebec Eintritt finden. Jetzt sind wir in welchem Park? Das verraten wir euch nächste Folge, wenn es dann weitergeht bei den Angsthasen auf Weltreise. Ciao! Ciao!